Ich grüße euch und herzlich willkommen. Es geht weiter mit Regions of Mana und wir sind hier wieder in der... Ja, wo sind wir hier drin? Achso, in der Ausrüstung. Und ich habe gesehen, ich habe da eine bessere Lanze, die gebe ich jetzt mal eben hier. Bei den anderen gucke ich jetzt auch mal noch, ob die noch irgendwie was Besseres haben. Das ist so viel Gefummel. Was haben wir denn hier? Prinzessinnen-Schuhe. Hosenanzug. Naja, also hier kann ja nichts Besseres haben. Oh Mann. Jetzt fehlt immer noch mein Kopf. So, ja, wir machen weiter. Und zwar sollen wir zu den Archiven von Lograzzo. Da ist auch der Meister von Palmina. Wir können Palmina eigentlich da mal einpacken. Ja, wenn ist sie involviert. Wen nehmen wir dafür raus? Vielleicht July erstmal wieder raus. Und dafür Palmina wieder rein. Molly lassen wir. Dann kommen wir machen Karina rein. So. Jetzt müssen wir erstmal zum Strand und Buskraft wieder rufen. Ach, ich mag Lampensschild nicht so gerne. Ach, sie sieht aus wie eine Piratin. Ach Mann, ey. Mit Lanze und Schild. Wenn man da wenigstens gut auf ein Reittier drauf rumschlagen könnte, ne? Ja, also vom Reittier runter ranschlagen. Ja, aber diese Reittiere sind total nutzlos, habe ich ja gesagt. Lograzzo has the dark archives, which means there are lots of books there. More than I have ever witnessed around the world. They say all knowledge is housed in its halls. I hope we find more information about all this. Of course, yes. Wo längst da? Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Wissen über Mana-Land und so und über unseren neuen Endgegner. Wobei, ob das der Endgegner ist, das weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall über unseren neuen Bösewicht. Denn July weiß anscheinend wohl auch nicht alles. Ja. Und da bin ich jetzt mal auf die neuen Erkenntnisse gespannt, die wir dann bekommen werden. Da ist ja der Wuskaff. Ja, einfrieren. Ja, das haben sie beibehalten, dass man dann zum Schneemann wird. Das ist cool. Das war auch in jedem Mana-Teil so. Ich bin Wuskaff. Hey, wo muss ich hin? Ach da. Zu den dunklen Archiven von Lograzzo. Was ist das, ein großer Turm? Und was ist da? Ah, mein Start. Dann ist mein Starter ja gar nicht so von weiter entfernt gewesen. Das ist es also. Ja, der Turm ist sehr hoch, ne? Meine Fresse war der hoch. Das war ja ein Leuchtturm. Erinnert mich an den Leuchtturm von Secret of Mana. Da gab es einen großen Leuchtturm. Weiß aber nicht mehr, warum man dahin musste. So gloomy here. Feels like we're gonna get jumped by a ghost or something.
Could you not, Val? It is not as grim as all that, I assure you. Brazzo Islet is known for its rolling fog. Not to worry, we will get acclimated to it accordingly. Is that a menacing shadow I see in the mists? Julay, please. Creepy spooks and frightened mooks. Is that necessary? Ja, nicht nur Spielkinder. The name does this place justice. It sure is dark. Where should we look for Aish? I guess in town is as good a place to start as any. Also kämpfen kann man hier nicht. Hier muss man wieder jede Menge einsammeln. This is kind of exciting. This might be useful. Zweimal Schokolade. Yes. Ich gucke mir hier nur die Boote an. Ja, dann mach das mal. Oh, hello. Es passiert nicht jeden Tag, dass wir Besuch von außerhalb bekommen. Erst recht nicht von den Geweihten. Kann ich mir gut vorstellen. Grizzly. Grizzly. Got some syrup. Na, was haben wir hier noch? Lucre. Got some syrup. Dann ist noch was Blaues. Ich weiß immer gar nicht, ob ich das mit der Währung richtig ausspreche. Lucre. Ich nenne das halt einfach nur Lucre. Vielleicht wird es ja auch Lustre ausgesprochen oder so. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich mich auch dran gewöhnt. Taking this. Wobei damals bei Secret of Mana, da waren das noch... Yes. Was war das da noch? Gold. Und dann nachher kam erst Lucre. Ich glaube ab dem zweiten Teil. Kind of exciting. This might be useful. 3400, das ist aber ein großer Schatz. Wie viel haben wir denn insgesamt? 21.000. Aber ich glaube, wenn man neue Ausrüstung findet, dann ist das wenig. Aber zur Not können wir immer noch die alte Ausrüstung verkaufen. Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt auf ein Monster gehofft. Aber da drüben scheint schon der Turm zu sein. Ganz oben. Nee, ich will jetzt nicht Wuskaf rufen. Das ist eher in die Pfeiler. Wer bist du und warum bist du hier? Um Wissen zu erwerben? Um den Geweihten der Dunkelheit mit auf die Reise zu nehmen? Grizzly. Es ist top secret. Taking this. Er sieht besonders aus. Eigentlich wollten wir die Insel besichtigen, aber irgendwie gibt es hier kaum was außer Büchern und Bücherfanatikern, die über die Lektüre sogar das Essen vergessen. Also alle sehr wissensbegierig. Got some syrup. Taking this. Einige würden sie Nerds nennen. Mabo, Badodo, Bob, Noob, Moob. Da Babadubum? Neue Tränke. Dub Babada. Dub Bada. Dub
Da will ich alle haben. Ja, Erfahrungsboost. Einheitskirche sind auch immer sehr teuer. Feennüsse. Moment, stellt bei einem Verbündeten 50 TP wieder her. Bei einem Verbündeten. Achso, und das ist 20. Ah. Ich habe ihn leer gekauft. Er hat nichts mehr. Außer seinen ganzen Bärenhonig jetzt. Jetzt hat er erstmal Ruhe. So, Gegenstände. Wen geben wir das? Natürlich ihm, ne? Ausdauerserum. Intelligenzserum. Geistserum. Glücksserum. Vitalitätselixier. Magieelixier. Gut. Alle ordentlich verbessert. Let me see. Nice. Scheiße, was war da jetzt drin? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe das gelesen, da Rede mit Ash, dem Archivdirektor. Was war denn da jetzt drin? Kann ich tatsächlich ganz aber auch nicht nachschauen, ne? Ich glaube, das war der Gold, ne? Lucre. Einmal nicht geachtet. Yes. Ich kann mir das in der Wiederholung nachher anschauen, was da dran war. Das könnte ich machen. Das machen wir gleich. Erstmal sammeln wir jetzt hier den ganzen Kram ein. This is kind of exciting. Is this? Yay, ein Wunderkeks. Boah, der hat mich erschrocken, der Vogel. Yes. That's more grizzly syrup than I know what to do with. What should I get? Da gehen wir nachher hin. Let's rest up. Safen können wir auch ruhig mal. Ach da, Let me see. This might be useful. Feeneiche. Okay. Was für eine komische Stadt. Aber ich sehe gerade, wir sollen da oben hin. Da drüben zum Turm sollen wir gar nicht. Welcome. Peruse at your leisure. Shamshir. Ach, so teuer sind die Waffen zum Glück gar nicht.
Ja, die Lanze muss ich hier leider auch kaufen, ne? Ach Mann, ey. I see you happy doing business with you. Und dann kaufe ich noch ein I Schwert. see you have a happy doing business with you. Schlaufenspeer. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Typ Waffe sie gerade hat. I see you have a good happy doing business with you. I see you have a good eye. Happy doing business with you. Ich kaufe einfach beide. Und Kotetsu. Der Schneckenstab. I see you have a good happy doing business with you. I see you have a happy doing business with you. Schädelzepter. Funkschirm. I see you have a happy doing business with you. Was sind für Palmina? Oh, jetzt habe ich schon kein Geld mehr, ne, für den Hammer. Ach nee, das ist für sie. Der Geierhammer. Saugpflege. Saugen. Das ist der Nachteil. Ich bemerke jetzt gerade, dass das echt ein großer Nachteil ist, wenn ich die Klassen hin und her wechsle, ne? Weil die haben dann ja auch alle unterschiedliche Waffeneinsätze. Und wenn du immer hin und her wechseln willst, dann musst du halt quasi für jede Klasse eine Waffe kaufen. Natürlich ganz klar, ne? I see you have a happy doing business with Und jetzt you. habe ich nämlich kein Geld mehr. I see you happy doing business with you. Come back anytime. Das ist sehr ärgerlich. Weil wenn es hier jetzt noch Rüstung gibt, dann weiß ich nicht, wie ich die mir kaufen soll. Gut, ich kann doch was verkaufen, ja. Welcome. All these goods are the cream of the crop. Ja, hier gibt es bessere Rüstung. Ist jetzt aber nicht so teuer wie gedacht. Da muss ich jetzt noch was verkaufen. Ja, nur was? Null. Die kühne Klinge kann ich nicht verkaufen. Null, steht da ja auch. Falks. Claymore. Kornlanzer, ja, weg damit. Das ist ja die, die ich eben hatte.
Oder die ich im Moment habe. Nee, die Greifenlanze habe ich. Genau. Deswegen steht da ja auch das A. So, Nietenhandschuhe. Ja, nee, die bringen dir auch nichts zu verkaufen. Obsidian-Katana, das bringt auch nichts zu verkaufen. So tief bin ich gesunken, dass ich Sachen verkaufen muss. Hä? Ach so. Doppelsense. Prinzessinnen-Schuhe. Kampftreter. Das sollen Waffen sein? Ihre Schuhe? Mann, 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 Mann. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder 10.000. Das könnte reichen für den Kauf der neuen Rüstung. Ja. Wächterleder. Take a look at my wares. Thank you for your purchase. Take a look at my wares. Thank you for your purchase. Fluorid-Weste. Take a look at thank you for your purchase. Hochhängewand. For your purchase. Und ein Häschenkleid. Take a thank you for your purchase. Okay, das hat gerade noch so gereicht. Meine Fresse. Kennen wir den nicht? Die Leute hier kommen manchmal etwas schroff daher, aber glaub mir, sie meinen das nicht böse, die sind einfach nur ein bisschen speziell. Ach, der sah so aus wie in einem einen Tauschdorf. So, ich glaube, ich habe hier auch alles eingesammelt, ne? Bis auf das. Das ist jetzt hier nichts mehr zum Einsammeln. Bärenhonig. Hello. Nein, ich wollte die gar nicht ansprechen. Oh Mann. Das hatte ich noch vergessen. Oh, da drüben ist auch noch Bärenhonig. Grizzly! Oh, oh. Ist noch irgendwas? Nö. Ah, guck mal, wen wir Dank von haben. A cactus! Kaktus Fratz.
Der Fratz ist aufgeflogen. Wohin als nächstes? Und er lässt wieder in die Seite fallen. Da steht bestimmt, dass er sich gruselt. Wollen wir wetten? Was ist jetzt das Aktuelle? War das jetzt ganz oben immer oder ganz unten? Nee, das ist das erste. Okay. Immer wenn ich mich schlafen lege, denke ich an ganz viel auf einmal. Warum ist Tränen so groß? Ist Nicolo ein Hase oder eine Katze? Was esse ich morgen zum Frühstück? Gibt es Bücher, in denen Antworten auf solche Fragen stehen? Ein Glück weiß ich so, was ich morgen zum Frühstück esse. Natürlich ein Spiegelei. Ein Kaktus ist also Spiegeleier. Ja. Flüssignahrung. Natürlich. Mann, der war irgendwie schlecht. Mir ist da jetzt gerade nichts anderes so eingefallen. Pamail, welcome back to the archives. Who are you? Please, remain calm. I am pleased to see you in good spirits, as always, Master Aish. Quite. After the appointment of the new Alm of Water, we received word from Nicolo that the party had to set off without the rest of the alms. As you may have surmised, the Alm of Darkness has not yet been named. I believe you all made the correct decision. That is, if I am indeed addressing the Alms and Soul Guard, I am Aish, head curator of these archives. I am honored to make your acquaintances. If it were not for the presence of your companion here, I might have remained in the stacks and missed your arrival completely. Did you call her Pamail earlier? What is that, a nickname? Oh, I assumed her fellow alms would be familiar with her alias. Palomina prefers to go by Pamail when visiting Legrazzo incognito. Oh, you mean when you wear that outfit that fools no one? Unfortunately, yes. Nonsense. Your disguise fooled the majority of the scholars who live here. They were indubitably convinced of your humble origins. You are too kind, but the affirmation is appreciated. Well, if you two are friends, that makes this quicker. Can you help us find a way to deal with Delafos? Delafos? Interesting. I did not expect to hear the name of such an ancient hero spoken under these circumstances. Tell me more. An unsettling predicament you find yourselves in, to be sure. Much as I would love to analyze your encounter in detail, I do not think we are afforded the luxury of time. We must now turn our attentions toward a way to successfully oppose Delafos. Great! Less small talk and more problem solving. Forgive my directness, but are you perchance a sproutling? Your garb and stature seem to suggest so. Could be. Who's asking? This is the first time I've observed a sproutling up close. Our resources on the subject are limited. Might I convince you to submit a few tissue samples for further study? I'm kinda busy with this whole Delafos problem. Maybe later? I will take you up on that. Whoa there, buddy! Circling back to our previous discussion, I believe your best chance against Delafos would be to set a trap meant to inflict harm and sap his power. Unfortunately, the creation of such things has long since been deemed dangerous, and knowledge thereof banned from general consumption. Makes sense to outlaw things that hurt people. You will find that it has taken quite some time for humanity to reach that same conclusion, I fear. Arvid's War comes to mind, the single longest and deadliest conflict in our history. The seemingly endless fighting only ceased when the Benevodon presence made itself known. The combat records of the time we have on file
state that the Benevodon's anger itself was incited by the wanton consumption of mana power by the people of the world. Oh, I get it. The scholars wanted to keep people from causing another war, so they banned the study of their most dangerous techniques. As you say. But I digress. So goes the tale of how the legendary hero traversed the world, sealing away the Benevodons in each of the lands, as we currently understand it. Even here in Lagrazzo, we has a defeated Benevodon on the top tier of the Passagian Tome Spire, the Benevodon of Darkness, Zabelfar. After the monsters were sealed away, whispers of curses swept through the lands, warnings of prophetic disaster should the Benevodons awaken. Darkness will deepen, breeding monsters in its wake. As foretold, the Tome Spire now teems with fearsome enemies. The forbidden scripture you now seek rests in the middle of their nest, inaccessible to all who value their lives. But what are we gonna do? We must beat Deilophos at his own game, of course. Fear not. I will see you to the Passagian Tome Spire myself. Did Ace just say he was coming with us? Into a den of monsters? Can't be. He must mean to see us to the entrance. Ace is certainly interesting, but he does seem to want to help us get to the Tome Spire at least. Ja, der ist wirklich sehr merkwürdig. Ich drehe mich jetzt nochmal um. Überall Bücher. Yes. Mein Gott. Bücher, 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 Bücher. Ja. Die Bewohner von Lagrazzo sind von Natur aus neugierig, dass sie im Laufe unseres Lebens dazu tendieren, massenweise Wissen anzuhäufen. Das wird niemand überraschen. Taking this? Yes! This is kind of exciting. This might be useful. Eine Feeneiche. Kann ich da hoch? Anscheinend nicht. Taking this? Ja, Luke kann ich jetzt gut gebrauchen. Yes! Oh, alles voller Bücher. Taking this? Und hier unten wird Yes. experimentiert. Tja, This is kind of exciting. Is this? Magie verursacht mehr Schaden, verbraucht aber auch mehr TP. Das klingt nützlich. Aber steht leider nicht, wie viel mehr Schaden. Taking this? So, jetzt sind wir hier wieder. Yes! This is kind of exciting. A rare item! Oh. Ein sehr wertvolles Item.
Für Palmina. Ja, dann bekommt sie das. Formwandel. Das können wir, glaube ich, nicht geben. Nein, das hat July schon. Man sieht ja aber auch nicht, welche schon vergeben sind, ne? Das finde ich immer doof. Und diese Beschwörungen, die haben irgendwie nicht funktioniert. Bei 100% verbleibenden TP erhöht sich der Magieangriff von 15%. Das passt doch wunderbar für sie. Ich frage mich nur, warum Karina ihre Fähigkeiten noch nicht erweitern konnte. Oder konnte das Molly auch nicht? Da sieht immer noch 2. Ne, Molly hat 4. Karina ist die einzige, die noch 2 hat. Sogar sie hat 4. Ja. ja. Kommt man da oben nicht hoch? Nö. Das scheint auch nicht zu sein. Also ich sehe da zumindest nichts leuchten. Aber Moment, da drüben ist doch noch was Blaues. Let me see. This might be useful. Eine Feennuss. Dann folgen wir immer. Der Kaktusfratz. We've restocked the stores of ink, but according to my notes, I am afraid that the structural support for the building must be replaced as well. Already? How time flies. Since we replaced the posts on the same schedule as the alms pilgrimage, without the fairy's arrival to remind us this year, we must have completely forgotten. That's how you're propping up this place? Given the state of the architecture in Lagrazzo, I shouldn't be surprised. It's a little crooked. How quick you are to judge. Every minute detail of these halls has been measured thoroughly for structural integrity. As such, even the slightest bit of negligence in the upkeep will cause the complete collapse of the building. Then what are you doing? Get a replacement now! The apprentice scribe was meant to acquire a suitable reinforcement, I believe. You should ask him. More importantly, am I in the presence of this year's convoy of alms? Yes, indeed. Though they are currently lacking an alm of fire, the rest of them represent the alms of wind, the moon, water, and wood. Fascinating. An alm of the moon has not been designated for at least 16 years. We've sent several scribes to Aetern in the past to document the changes since its destruction. I think those two got distracted. What
What are we supposed to do about the building? Honestly, I care more about Aisha's promise to show us to the Tome Spire. They can't just let the building fall. I'll go ask the apprentice for starters. We will accompany Aish, so as to attempt to extricate him from that animated exchange as soon as possible. Hooray! We get to babysit the head curator of the Dark Archives. Zerstreuter Chaot, der seine, ja. If I were an apprentice scribe, where would I be? In the archives, I guess. Was ich mich hier alles kümmern muss. Also nie. Gut, ich save dann jetzt erstmal. Let's plan our next move. Speichern. Yes. Gut, damit bin ich wieder raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part und Torido.